Herzlich willkommen zu unserem Channel Tavarian Lifestyle. Wenn es um Superfood geht, dann sind indische Gärten wirkliche Schatzkammern. Und wir haben uns jetzt mal 3 bemerkenswerte Pflanzen rausgesucht, die wir euch gerne vorstellen möchten, abseits von Kurkuma und goldener Milch. Und anscheinend sind die Vögel hier hinter mir auch ganz d'accord und sagen, dass es hier richtig gute Sachen zu essen und zu trinken gibt. Und genau, also wie gesagt, es gibt neben Kurkuma, neben tollem Moringa-Pulver, was vielleicht so die Insider kennen, gibt es ganz viele Hausmittelchen, die in jedem indischen Garten zu finden sind. Und die stellen wir euch jetzt vor. Hier hinter uns ist jetzt unser heißgeliebter Papayabaum. In Deutschland kennen wir die Papaya einfach als gesunde Frucht, die sehr lecker ist. Und hier wird aber noch viel mehr vom Baum genutzt, und zwar die Blätter. Als ich letzte Woche im Krankenhaus war mit Denguefieber, war die Blutplättchenzahl so gering. Da wird regelmäßig Blut genommen, wird dann die Blutplättchenanzahl bestimmt und man bekommt dann auch einen Saft aus den Papayablättern. Zum einen quasi einen wirklich abgefüllten aus der Flasche im Krankenhaus, und um mich aber wieder schnell fit zu machen, haben wir auch von diesem Baum hinter mir die 4. Reihe genommen, die 4. Reihe an Blättern, haben da einen Saft draus gemacht, und ja, ich gehe mal davon aus, dass das auch wirklich geholfen hat, dass ich relativ schnell wieder auf den Beinen war. Und wie der schmeckt und wie man das Ganze macht, das zeigen wir euch jetzt auch noch. So, wir sind fertig mit dem Saft. Ich hatte 7 Tage das Vergnügen, den jeden Tag zu trinken. Es ist ein sehr spezieller Geschmack. Ich war ganz überrascht, dass Thiago den noch nie vorher selber probiert hat. Das heißt, wir haben jetzt hier jeder ein Gläschen, und ich glaube, in unserem Gesicht kann man ungefähr ablesen, wie der so schmeckt. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich bin schon gewohnt. Ajo. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Superfood. Und zwar ist es hier vor mir die gesamte Pflanze. Das ist ein Bananenbaum, noch ein kleines Bananenbäumchen. Und das Besondere ist hier, dass die ganze Pflanze Verwendung findet. Also fängt an mit den Blättern. Zu Special Occasions, zu Feiern gibt es keine normalen Teller, sondern man benutzt die Blätter der Bananenpflanze als Teller. Kann man dann auch schön leicht entsorgen. Das ist auch sehr nachhaltig. Zusätzlich kann man den Stamm essen. Das ist ein Heilmittelchen, vor allem beim Bauchweh. Und was wir bei der kleinen Pflanze noch nicht sehen, ist die Bananenblüte. Schauen wir uns gleich da hinten noch eine an. Und da gibt es natürlich auch besondere Vorgehensweise, was man da alles zupfen kann, wie man die zubereiten muss. Und das haben wir auch für euch vorbereitet. Hier sind jetzt die 2 Sachen vom Bananenbaum. Das ist einmal hier der Stamm, ungefähr so eine Dicke, einmal Rundum-Ansicht. Das schneiden wir in kleine Stücke und machen da was Leckeres draus. Und hier, das ist die Bananenblüte. Das hat hier verschiedene Schichten. Das macht man hier ab, einmal da so auf. Und dann kommen hier die essbaren Teile zum Vorschein. Die nehme ich dann hier raus, einmal so, zack. Und da nimmt man hier 2 Sachen, muss man quasi sauber machen. Das ist einmal so ein kleiner Teil hier.
und einmal so was Hartes hier innen, die Knospe wahrscheinlich. So. Und dann lege ich das hier zur Seite. Das heißt, bis ich mit der ganzen Pflanze hier durch bin, dauert es ein bisschen. So, genau. Wenn wir damit fertig sind, geht es weiter mit der Zubereitung und wie das ganze Ding dann am Ende aussieht. Wir waren heute Morgen schon relativ früh unterwegs. Wir waren so gegen 7 schon auf dem Markt, der findet täglich statt. Und weil wir diese schönen Sachen hier in unserem Garten nicht selber haben, haben wir die auf dem Markt eingekauft. Das sind hier verschiedene Spinatsorten. Auf Tamil sagt man Kirei. Und es gibt relativ viele, 9, 10, die man eigentlich sehr, sehr oft hier isst. In unserem Garten selber wachsen die nicht, deswegen haben wir die auf dem Markt gekauft. Kirei ist ein weiteres Superfood, was hier einfach sehr, sehr häufig in der Woche auf dem Speiseplan steht und wird in der Zubereitung auch, also es ist eine ganz leichte Zubereitung. Man pickt einfach die Blätter runter, so wie ich das hier gerade mache, von den verschiedenen Sorten, die wir jetzt hier zumindest gekauft haben. Und dann kommt einfach nur ein bisschen Salz, Kokosnuss kommt dazu, es wird ganz leicht angebraten. Und das ist ein typischer Side-Dish, typische Beilage fürs Mittagessen hier. Das muss man jetzt hier ein bisschen weitermachen. Und wie es dann nachher zubereitet wird, schauen wir uns auch gleich an. Das absolut beste indische Superfood für mich ist die Tender Coconut. Die gibt es hier hinter mir. Das ist ein kleiner Geheimtipp, Straßenstand. Hier ist immer was los, die beste Qualität, super frisch. In Deutschland ist es ja so, dass wir die Trink-Kokosnuss, das Kokoswasser, meistens ja nur im Tetrapack bekommen. Und hier, der Herr kommt jeden Tag von der Farm, frische Kokosnüsse. Und es ist auch so eine kleine Wissenschaft. Das zeigen wir euch gleich noch. Aber wann man so eine Kokosnuss erntet, dann ist es ein Unterschied, wie hoch ist der Anteil an Kokoswasser, wie hoch ist der Anteil an dem, ja, sagt man Flash, also an dem Kokosfleisch, was da drin ist. Und für jeden Inder, besonders im Sommer, ist es ein absolutes Muss. Also es ist super warm und die Kokosnuss, ich kann gar nicht alles aufzählen, was die alle für besondere Vorzüge hat, aber eine davon ist auf jeden Fall, dass es den Körper so ein bisschen runterkühlt. Also im Sommer wird hier eine ellenlange Schlange sein, weil dann auch der Inder es warm findet. Und jetzt sind wir hier im Ende Januar im Winter. Da hat es geschmeidige 28 Grad. Also für mich reicht es schon. Und ich bin immer sehr dankbar, wenn ich so eine Kokosnuss habe, die sehr erfrischend ist und die den Körper dann ein bisschen runterkühlt. Aber jetzt schauen wir gleich mal, was wir da bekommen.